Herzlich willkommen, ihr Lieben, zum Start unserer So, nochmal. Hallo, herzlich willkommen, ihr Lieben, zum Start unserer Parkour-Podcast-Reihe Parkour Nerds. Doppeltes gefährliches Halbwissen. Doppeltes gefährliches Halbwissen. Achtung, auch wenn wir jetzt lachen, es handelt sich nicht um ein Unterhaltungsformat, sondern wir wollen gerade zum Start dieser Reihe in den ersten 2 Folgen die Geschichte von Parkour erzählen. Woher kommt Parkour? Wie definieren wir Parkour? Wofür ist es da? Yamakasi, Freerunning, wie hat Parkour seinen Weg durch die Welt gemacht? Und noch vieles mehr. Genau, und wir versuchen dabei Anspruch im besten Sinne mit Anekdoten zu verbinden. Richtig, und mit teilweise extrem dämlichen Wortspielen. Ja. Okay, dann machen wir einmal Klatscher. Soll ich mal? Jawohl. Da sind wir. Hallo. Herzlich willkommen. Mein Name ist Martin Gessinger. Mein Name ist Dark Alexis Koplin. Und wir sind von Parkour One und wir haben vor, uns ein bisschen über die Parkour-Geschichte zu unterhalten. Und nicht nur ein bisschen, wir wollen ja nicht relativieren, sondern in einer Form einer ausführlichen Zusammenfassung. Genau, wir werden eine ausführliche Zusammenfassung der Parkour-Geschichte machen, so wie wir sie eruiert und recherchiert haben. Und wir werden eine Menge vortragen und vorlesen und dazwischen werden wir uns unterhalten. Genau. Weil für uns persönlich ist das Teil unserer Lebensgeschichte mittlerweile auch. Wir hatten Lust sozusagen dem Dokument, welches da existiert, das heißt tatsächlich so Parkour-Geschichte, eine ausführliche Zusammenfassung, welches ich aus verschiedensten Quellen zusammengetragen habe, einfach ein bisschen interaktiver zu gestalten. Und ihr werdet im Laufe dieses Podcasts, dieses Gesprächs auch die Möglichkeit haben, dann immer wieder verwiesen zu werden auf die entsprechenden Videos, Artikel, die Hintergründe, die man heute auch noch selber nachrecherchieren kann und die, wie wir finden, immer noch super spannend anzusehen, zu lesen oder zu hören sind. Also es wird quasi im besten Sinne trocken und wissenschaftlich und wir versuchen es trotzdem möglichst unterhaltsam zu gestalten. Wenn man aber sowieso, so wie wir, so Feuer und Flamme für Parkour war und ist über so viele Jahre und so, dann sollten schon allein die Geschichten, die wir da erzählen oder vorlesen, eigentlich einen genug bewegen. Ich kriege auf jeden Fall immer wieder Gänsehaut und Pipi in die Augen bei diesen Geschichten. Das ist so episch alles. Wir würden anfangen mit einer kleinen Erklärung zur Quellenlage. Warte kurz. Ja. Müssen wir eigentlich auch noch erzählen, warum wir, also wer wir sind oder was wir machen noch? Also warum wir überhaupt jetzt über Parkour sprechen? Ist es egal? Können wir eigentlich machen. Eigentlich müsste man es machen, wenn man es jetzt schon so erzählt. Ja. Dann leg doch los, Dark. Ich jetzt als Erster oder was? Ja. Ja, also ich habe Parkour angefangen 2006 und war damit gehörte zur ersten Riege in Berlin auf jeden Fall. Und Parkour ist dann ziemlich schnell eigentlich neben Musik zu der wichtigsten Sache, Leidenschaft, was auch immer, wie man es nennen möchte, in meinem Leben geworden. Mittlerweile ist dann, wie ich mir immer erträumt habe, Musik mein Hauptberuf geworden und ja, das läuft sehr gut und das mache ich auch schon sehr konstant mit einem Schulfreund also ehemaligen Schulfreund natürlich. Wir haben ein 20-jähriges Jubiläum gerade gefeiert und mittlerweile sind wir sehr erfolgreich. Wir spielen sehr große Konzerte und und bei allem, was ich da geschafft habe und auf dem Weg, den ich da gegangen bin, war Parkour dann immer noch an meiner Seite, war dabei. Und ohne das, was ich durch Parkour gelernt habe, was es mit mir gemacht hat, mich als Mensch geprägt und so weiter, das hätte ich alles gar nicht geschafft ohne Parkour. Halt. Und ich habe mit dir zusammen, mit Martin zusammen, das erste angeleitete Parkour-Training in Berlin, in Deutschland, aber nicht im Universum, geleitet und habe das auch jahrelang gemacht. So, vor kurzem bin ich auch wieder eingestiegen und bin immer noch ein glücklicher Teil von Parkour One. Ja, genau. Also wir haben ja den größten Teil unserer persönlichen Parkour-Entwicklungsgeschichte miteinander verbracht, was mich auch sehr glücklich macht. Und bei mir ging es 2005 los. Ich gehörte so auch zu der Handvoll von Leuten, die
das Glück hatten, damit anzufangen, wo das faktisch eigentlich noch unbekannt war und nur so von so ein paar Internet-Freaks über File-Sharing-Server irgendwie Videos zur Verfügung standen, von denen wir heute übrigens auch sprechen werden. Und die ihr vielleicht dann auch selber nochmal nachschauen könnt. Genau, und bin dann selber rausgegangen und nach und nach kamen halt andere Verrückte und du kamst halt irgendwie ein knappes Jahr später mit dazu. Und dann waren wir hier vielleicht 10, 12, maximal 20 Leute, so in den ersten 1,5 Jahren, würde ich sagen, in Berlin. Und natürlich gibt es Parkour One ja nicht nur in Berlin, sondern im gesamten deutschsprachigen Raum, zumindest in Deutschland und der Schweiz, genau. Und Parkour One hat sich eben aus solchen Leuten dann auch auseinandergesetzt, ne? Also aus solchen Leuten zusammengesetzt, nicht auseinandergesetzt. Und wir durften das hier als Berliner Fraktion mitprägen und sind heute eben die größte deutschsprachige Parkourschule tatsächlich. Und ich habe das Glück, dass sich das für mich eben auch beruflich so entwickelt hat, dass ich die Berliner Schule leiten darf und auch in der Parkour One Academy, die sich das Ganze eben allumfassend betrachtet, die unser Coaching-System entwickelt und die auch verantwortlich ist für zum Beispiel solche Textsachen, die wir heute eben besprechen werden, die Parkour-Geschichte, die ausführliche Zusammenfassung, dass die sich bemüht, die Parkour One Academy, sich solchen Sachen zu nähern, auch auf einem wissenschaftlichen und akademischen Weg. Und das sozusagen als Ergänzung dient eigentlich zu diesem ganz puristischen, urwüchsigen, urtümlichen Ding, was Parkour nach wie vor für uns ist. Ja, wir sind auf jeden Fall Oldschooler. Man spürt es auch, wir beide zusammen sind jetzt, ich habe gerade gerechnet, 28 Jahre Parkour-Erfahrung. Das macht schon was, das macht schon einen Unterschied. Und wir letztens wieder trainieren und wenn man jetzt die Kids so an den Spots sieht, dann sind die ja, sagen wir mal, wenn die so 13, 14, 15 sind die halt knapp geboren, als wir angefangen haben mit Parkour. Und da ist so viel passiert, da fühle ich mich aber mittlerweile auch sehr wohl in dieser Elder-Rolle. So, finde ich irgendwie cool. Ja, vielleicht ist das ja auch so ein bisschen schon fast so eine Mission, was wir jetzt hier machen, dass wir das nochmal so vorlesen, erklären. Das ist nämlich genau die Überleitung zeigen. Von den Parkour-Papas. Ja, also ich bin ja noch kein echter Papa, aber ich bin ein Parkour-Papa. Deswegen passt es, wenn wir den Märchenonkel zur Parkour-Geschichte hier geben. Zumindest bei vielen Sachen waren wir auch dabei oder vieles basiert auf persönlichen Gesprächen, aber das wirst du ja nochmal genau erklären. Ja. Ja, dann würde ich sagen, legen wir los. Ja, genau, wir werden übrigens mehrere Teile machen. Vielleicht machen wir mehrere Teile, keine Angst, so werdet ihr sehen, es geht dann noch weiter. Je nachdem, wie wir uns hier auskeksen, vielleicht machen wir zwischendurch auch mal eine kleine Liegestütz- und Trinkpause, werden wir sehen. Aber Martin fängt jetzt erstmal an. Gut, dann legen wir los. Ich mache kurz eine kleine Erläuterung des Ablaufes sozusagen. Ich will erstmal einen kleinen Eindruck davon verschaffen, was eigentlich quellentechnisch vorhanden ist. Also inwiefern man sich überhaupt historisch-wissenschaftlich mit Parkour so auseinandersetzen kann aktuell. Mein Hintergrund ist ein historisch-akademischer. Ich habe Geschichte studiert, das heißt, ich weiß da so ungefähr, worauf man achten muss und wie man das zu tun und zu lassen hat. Und dementsprechend sind die Sachen, die wir hier erzählen, auf jeden Fall auch quellentechnisch verbirgt. Also man kann davon ausgehen, dass das so mehr oder weniger eine ganz vernünftig objektive Perspektive auf das ist, was tatsächlich passiert ist. Darum soll es gehen. Es gibt leider keine Parkour-Verschwörungstheorien, falls es Leute hier erwartet haben. Hier gibt es nur knallharte Facts. Ganz genau. Und dann gucken wir uns die Parkour-Geschichte an, schauen, vielleicht kann man das auch ein Stück weit strukturieren. Wir geben uns dann mal Mühe, vielleicht auch so Zäsurpunkte irgendwie rauszuarbeiten. Und was eben nicht wissenschaftlich sein wird, ist, dass wir uns auch über unsere persönlichen Emotionen und unseren Stand, unsere Haltung dazu auch unterhalten werden, um da auch nochmal einen Eindruck zu geben. Wir waren, wie gesagt, ja bei einigen Sachen auch dann unmittelbar beteiligt. Nicht in der Frühgeschichte sozusagen von Parkour, aber dann schon auch in der späteren Entwicklung eben ab 2005, 2006. Gut, wir werden das so machen, dass wir immer einen Teil vorlesen werden, wechseln uns dabei auch ab und danach uns einfach darüber tatsächlich austauschen.
Und ich lege mal los mit der Erklärung zur Quellenlage. Mit der vorliegenden Zusammenfassung liegt ein Versuch vor, alle verwertbaren Quellen und die vorhandene Sekundärliteratur mit qualitativem Bezug zur Entwicklung und Zeitgeschichte von Parkour in einen chronologischen Überblick zu bringen. Hierbei war das Ziel, eine kurze und pointierte Darstellung der Entwicklung von Parkour auf Basis belastbarer Fakten zu erstellen, welche einer objektiven Darstellung der Ereignisse möglichst nahe kommt. Erkenntnistheoretisch ist aber gegeben, dass Geschichte nicht in der Lage ist, die Vergangenheit, so wie sie sich zugetragen hat, zu reproduzieren. Geschichte ist aus sich selbst heraus standortgebunden und zeigt in ihrer jeweiligen Erzählung eine mögliche von unendlichen vielen Darstellungen. Da ist es unbedingt notwendig, einen multiperspektivischen Ansatz der Darstellung zu wählen, um möglichst viele Sichtweisen und Konstruktionen auf und von Vergangenheit zu ermöglichen. Im Bereich Parkourgeschichte ist die Quellenlage leider nicht besonders gut geeignet, um einen solchen konsequenten multiperspektivischen Ansatz befriedigend umzusetzen. Die vorliegende Zusammenfassung muss daher hinter den Ansprüchen des Autors, also uns, tatsächlich ein Stück weit zurückbleiben, denn es gibt über Parkour aktuell nahezu keine wissenschaftliche zeitgeschichtliche Forschung. Die meisten populären Publikationen zum Thema sind sehr subjektiv und auch teilweise tendenziös und lassen wesentliche entwicklungsgeschichtliche Aspekte ungenannt. Und da ist tatsächlich eine große Ausnahme zu nennen, die auf jeden Fall in vielerlei Hinsicht wegweisend für die Darstellung der Parkourgeschichte ist. Und das ist die Arbeit von Julie Angel, die auf wissenschaftlicher Ebene mit Cineparkour im Jahr 2011 und im besten Sinne populärwissenschaftlich, Betonung eher dann auch auf wissenschaftlich, mit Breaking the Jump als erste den Versuch einer zusammenhängenden Darstellung der Entwicklungsgeschichte von Parkour vorgelegt hat. Breaking the Jump war 2016. Ja, soviel zur Quellenlage. Also ihr seht schon, es geht auf jeden Fall richtig akademisch los, aber das muss dann auch sein, man muss sich ein bisschen konzentrieren. Kurz gesagt, ich kann versuchen, die kurz gesagte so Variante für die Straße zu sagen. Wenn Geschichte irgendwie erzählt oder berichtet wird, so, dann hat es ja immer damit zu tun, wer erzählt, wer hat es erlebt. Und das bedeutet natürlich, ist es immer irgendwie subjektiv. Also jeder, der dabei war, erlebt es nochmal anders für sich. Und keiner hat einen Anspruch darauf zu sagen, so wie ich das erlebt habe, war es aber wirklich. Das heißt, Geschichte wird auch irgendwie verhandelt, erzählt, entsteht auch dabei, ne? Wie man sich erinnert. Und deswegen muss man schon aufpassen, wenn man eine Geschichte aufschreiben will. Aber man kann es nach bestem Wissen und Gewissen tun, nämlich möglichst viele Leute fragen, die dabei waren und eben mit einem scharfen Verstand da rangehen. Ja. Genau, danke. Ja. Genau. Wir legen mal los und die Geschichte unserer Bewegungskunst beginnt im Grunde mit einer Gruppe von Freunden. Ihre individuellen kulturellen Hintergründe und Familiengeschichten bargen nämlich in den späten 80er Jahren in den Pariser Vorstädten Sarcelles, Évry und Lys den Ursprung der heute weltumspannenden Bewegungskultur Parkour. Und im Mittelpunkt dieser Entwicklung stand die Familie Bell. Ja. Und Dark liest uns jetzt mal ein bisschen was über die konkreten Anfänge vor, würde ich vorstellen. Ja, sehr gerne. Das ist dieses historische Buch, auch hier. Sehr wertvoll. Die Anfänge oder die goldene Ära. In Sarcelles lebten die Brüder Fung, Shaw und Williams in einer Großfamilie, die eine starke und disziplinierte Persönlichkeit als familientypisch empfand und ihre Kinder ermutigte, physischem Training nachzugehen. Nachdem der Großonkel der drei Brüder, Raymond Bell, in den Familienhaushalt einzog, lernten sie dessen Sohn, ihren Großcousin David Bell, kennen. Nachdem David im Alter von 15 Jahren im Jahr 1988 aus der Normandie, dort aufgezogen von seinem Großvater, nach Lys zu seiner Mutter zog, besuchte er gemeinsam mit seinem Freund Sébastien Foucan auch seinen Vater in Sarcelles und begann mit Fung, Shaw und Williams Zeit zu verbringen und zu trainieren. Raymond Bell, Kindersoldat in Indochina und Militärfeuerwehrmann in Paris, ein Ausnahmeathlet und hochdekoriertes Mitglied der Pariser Feuerwehr-Eliteeinheit, verschaffte der Gruppe um Shaw, Fung, Williams, David und Sébastien eine einführende Perspektive in die Nutzung der Umgebung als Trainingsraum und motivierte die Kinder zu körperlicher Erprobung und Anstrengung und erklärte verschiedene Parkour-Trainingsmethoden aus seiner Zeit als Kind in Vietnam. Parkour dann hier natürlich noch mit C und S geschrieben.
Insbesondere für David, der bereits von seinem Großvater die Heldengeschichten seines Vaters erzählt bekommen hatte und seine persönliche Identität eng an die Geschichte seines Vaters knüpfen sollte, spielte dies eine enorme motivatorische Rolle. In Évry lernte David Yann Notre kennen. Yann, Sohn französischer Einwanderer von der Pazifikinsel Neukaledonien, brachte einen unbändigen Willen zur Bewegung und körperlichem Training in die Gruppe von Freunden, die begannen, sich gegenseitig in Lys und Sarcelles zu besuchen. Beeinflusst durch die Krieger- und Stammeskultur der Kanak, der neukaledonischen Ureinwohner, wirkte Yann von Beginn an als wichtige Kraft hinter den sich spielerisch ergebenden Herausforderungen und dem daraus resultierenden Trainingsregime. Trainingsregime klingt natürlich sehr hart, aber das war es ja auch. Ja. Die Gemeinschaft von Freunden, zu der nach und nach auch die anderen heute als Founder bezeichneten Personen stießen, entwickelte sich zu einer sich selbst treibenden, innovierenden Kraft. Keiner kannte seine physischen und mentalen Grenzen und Möglichkeiten, aber gemeinsam begaben sie sich auf die Suche danach. Das ist halt für mich, also ich habe originale Gänsehaut, ne? Es ist halt wirklich Wahnsinn. Wichtige Einflüsse und Vorbilder waren neben ihrer persönlichen Familiengeschichte Actionschauspieler und Kampfkünstler wie Bruce Lee, Jackie Chan oder Jean-Claude Van Damme. Große Motivation und ein hohes Identifikationspotenzial lieferte außerdem das Manga Dragon Ball. Mit diesen Vorbildern teilten sie die Hingabe zu intensivstem, grenzendurchbrechenden Training auf der Suche nach einem Ideal. Ich zitiere hier mal was. Das erste, was wir taten, war die Suche nach einem homme fort, starken Mann, Menschen, stark. Das ist ein großes Wort mit einer guten Bedeutung. Das ist wie mit einem Familiennamen. Man muss ihm Selbstbedeutung verleihen. Also gaben wir dem Wort homme fort Werte. Sofort führte uns das zu einem zweiten Wort. Krieger. Ein Krieger der Seele. Für uns ist die Definition eines Kriegers nicht die von jemandem, der etwas zerstört. Es ist ein Krieger, der danach strebt, sich selbst zu verbessern. Ja, das fasst es krass zusammen, ne? Ja, von Yann Notre das Zitat, ne? Ja, ganz krass. Willst du mir das nochmal kurz geben? Ja, klar. Wie war denn für dich dein erstes Mal Yann Notre begegnen? Ja, Dark spielt auf eine, quasi auf meine persönliche Parcours-ADD-Initiation an. Wir hatten unseren zweiten Trip nach Lys, ich glaube 2007, Anfang 2007. Und wir waren eigentlich schon nach 4 Tagen komplett fertig vom Training, hatten uns die ganzen Spots angeguckt und das war so der letzte Nachmittag, wo wir eigentlich nur noch in Évry an dem großen Brunnen vor dieser riesengroßen Kathedrale, dieser modernen Kathedrale, uns ausruhen wollten und dann lief der da plötzlich lang. Und wir so, oh Gott, das ist der, wir kennen ihn aus der Doku, über die wir gleich sprechen werden. Und der kam auch direkt auf uns zu, der musste das gesehen haben und am Ende war das sozusagen, wir hatten danach 3-4 Stunden das krasseste Training unseres Lebens sozusagen mit ihm, wo er uns komplett an unsere physischen und mentalen Grenzen gebracht hat. Und es war so das erste Mal, dass ich persönlich für mich das auch so erfahren habe, wie das ist, nicht mehr zu können und dann aber doch noch zu können. Und was auch ganz krass war, ist, was der über uns wusste, was wir selber nicht wussten. Also Erfahrungen, die ich jetzt auch als Coach, als Lehrer machen darf, dass ich sozusagen bei meinen Schülern sehe, was die eigentlich für Potenziale haben und was die in der Situation auch umsetzen können, wo sie selber mit Hemmungen versehen sind und das selber gar nicht in dem Augenblick abrufen können. Und wenn sie aber ein Vertrauen in mich haben, dass das dann funktioniert. Und genauso war es damals da auch. Also der hat uns ganz, ganz viel Vertrauen gegeben und in uns auch für uns geweckt. Das war eine unglaublich schöne und sehr tiefgehende Erfahrung auf jeden Fall. War richtig krass. So wie ich das erinnere, deine erste Erfahrung auch mit Laurent. Ja, für mich war mein Initiationserlebnis mit Yamakasi und in Évry bzw. Lys eben das Training mit Laurent. Und wir dachten ja auch alle, also wir waren schon von Anfang an bescheiden, aber wir dachten natürlich für uns nach 1 oder 2 Jahren Parcours, wir trainieren ja voll hart, weil für uns war das ja voll hart. Wir sind ja fast gestorben an Muskelkater und so. Und als wir uns mit Laurent getroffen haben, dachte ich, wir lernen jetzt irgendwie ein paar nice Bewegungen oder Techniken und so. Und so war es aber nicht, sondern wir sind erstmal, ich weiß nicht wie oft, um diesen See bei der Dame du Lac rumgerannt. Und dann gab es halt einfach 3 Stunden oder 4 Stunden einfach Yamakasi-mäßiges Kraft-Kondi-Training im Regen unter so einer Brücke.
Und da bin ich auch das erste Mal so körperlich so oft über Grenzen hinausgegangen, aber auf so eine nette, sanfte Art, wie so ein gütiger Kung-Fu-Trainer kam er mir vor oder so. Man hätte immer nach Hause gehen können. Ja. Also er hat mir nicht das Gefühl gegeben, dass ich schwach bin, sondern er hat mir eher geholfen, meine Stärke wirklich zu finden. Ja. Und das hat unfassbare Schalter bei mir umgelegt. Da habe ich halt 1 Jahr Parkour gemacht, war irgendwie 23 oder so. Und da habe ich so viel von dieser Reise, natürlich noch von den anderen Trainingserlebnissen, mit nach Hause genommen, dass es halt wirklich dann mein Leben natürlich wirklich entscheidend zum Positiven verändert hat. Was natürlich aber auch meine Energie war und unsere Energie, die wir dann weiterhin reingesteckt haben. Aber das war ein richtiges Kopfschalter, Körperschalter-Erlebnis. Ja. Ja. So ging es mir auch bei der Sache mit Jan. Der hat so ein klassisches Hardkiller-Training gemacht. Also wir sind 1,5 Stunden lang eigentlich nur die ganze Zeit im Kreis gelaufen. Aber richtig, also Jogging-Tempo oder schneller. Und haben die ganze Zeit halt eben was mit Reis gemacht, Katzensprünge, Prezis, was auch immer, Tic-Tacs, Rollen. Und ich konnte irgendwann nicht mehr. Also es ging einfach nicht mehr. Es war nicht mehr möglich. Ich habe Angst gehabt, ich habe gefühlt wirklich gedacht, jetzt muss ich sterben. Ich habe noch nie so ein großes Maß an Anstrengung erlebt. Und ich muss zugeben, dass das bis heute nicht zu meinen Lieblingstrainingsmethoden gehört und meine Spezialität ist, da macht tatsächlich auch bei mir physisch das sicherlich was aus. Bei anderen Leuten liegt das viel mehr, so eine Art Training. Aber ich will mich da gar nicht rausreden. Das war super entscheidend, so wie du das auch gesagt hast, einfach weil ich bin wieder eingestiegen nach einer kurzen Zeit und dann wieder raus und wieder eingestiegen. Ja. Und einfach so, also dass das immer auch ging, die eine Sache, und dass man aber auch da so nett von denen rangeführt wurde. Aber da kommen wir nochmal zu, weil da, wo wir jetzt gerade sind, historisch sozusagen, ist ja noch, sie selber entdecken ja für sich gerade eigentlich erst, was das ist, was sie da miteinander tun und wofür sie das eigentlich miteinander machen. Und dass es überhaupt was Besonderes ist. Ja, das war ihnen ja auch nicht so bewusst, überhaupt nicht, dass sie da was Spezielles machen eigentlich. Ne? Ja. Ja. Genau, was ist das Spezielle? Also dieses Training, über das wir gerade sprechen. In der Gruppe entwickelte sich ein enormes physisches Trainingspensum. Hartes, schmerzhaftes und andauerndes Training gehörte zum Alltag und zum Ethos der Freunde. Wir sprechen übrigens von 9 Personen, wenn wir von den Faunern sprechen. Das ist, ich will die einmal namentlich nennen. Das sind David Bell, Jan Autrat, Sébastien Faucon, Ciao Bell, Williams Bell, Charles Peyer, Malik Diouf, Guylain Ngouba Boyeke und Laurent Piemontesi. Und man hört auch an den Namen schon so krass, was da alles so zusammenkommt, ne? Was für Kulturen, was für Hintergründe, also super speziell. Sie nutzten bei diesem Training alle Möglichkeiten und Gegenstände, die sich ihnen boten. Ohne einen konkreten Initiativenplan entwickelten sie sich so durch eine Anpassung an die vorhandenen Möglichkeiten, die sie eben hatten, bei sich um die Ecke quasi, zu Generalisten und nicht zu Spezialisten. Einen Sprung zu brechen, das bedeutet, ist eine Redewendung für eine große mentale Herausforderung, die körperlich im machbaren Bereich liegt. Diesen Sprung zu brechen, das hatte monatelange Vorbereitung nötig und war genauso wesentlich für das Training wie schier endlose Wiederholungen von Kraftübungen, Quadrupedie, also auf allen Vieren laufen, Ausdauerläufe oder stundenlanges Wiederholen von bestimmten Bewegungen an Objekten und Hindernissen. Sie entwickelten so auch ohne Bewegungsmuster und Techniken, angepasst an die Eigenschaften der Umgebung. Sie entwickelten so auch Bewegungsmuster und Techniken, angepasst an die Eigenschaften der Umgebung, allerdings ohne einen Selbstzweck, sondern aus der Notwendigkeit heraus, spezifische Herausforderungen zu meistern. Also es war nicht so skatenmäßig, jetzt mache ich noch eine Drehung mehr oder sowas, das kam später. Sondern am Anfang war es einfach, ich will da hin, so, da ist jetzt die Mauer, okay, wie komme ich da am günstigsten rüber sozusagen. Namen für diese Bewegungen ergaben sich später meist organisch und wurden dann beibehalten. Mit diesem Training verbunden war nach und nach ein bewusstes, lang vorbereitetes und geplantes Eingehen von Risiko, was wir in unseren Initiationstraining gar nicht so auch spürten. Das war sehr basic tatsächlich auch, auf einer anderen Ebene sehr intensiv. Dieses Eingehen von Risiko war was Spezielles. Die Logik dahinter war, etwas, das sicher in Bodennähe gelingt, müsse auch in vielen Metern Höhe ausführbar sein. Und das war bestechend einfach, aber eben auch radikal zugleich. Motivation dafür war auch für den
Ernstfall bereit zu sein, indem man seine Fähigkeiten zur Hilfe anderer oder der eigenen Rettung einsetzen konnte. Hier hatte David Bells Perspektive auf das Training einen scheinbar großen Einfluss, der von seinem Großvater und Vater die nutzbringende und anderen Menschen Hilfe zuteil werden lassende Perspektive des Trainings und des Sinns von Training auch übernahm. Über ein Jahrzehnt, und das ist eigentlich schon die Zusammenfassung des Ganzen, teilten die Freunde so intensive und lebensbestimmende und tiefgreifend persönlichkeitsbildende Erlebnisse. In Trainings, in denen sie an die Grenzen des Möglichen gingen und diese Grenzen immer wieder erneut verschoben, in denen sie sich auch gegenseitig ihr Leben anvertrauten, formten sie eine einzigartige Gemeinschaft. Ja, das ist eigentlich so der Ursprung von dem, was wir heute als Parcours kennen. Und wenn euch da interessiert, wie hat das eigentlich ausgesehen, also so auch mal so ein bisschen den Vibe zu spüren. Es gibt tatsächlich die Möglichkeit, dass ihr Videomaterial aus Mitte der 90er Jahre euch anschaut. Da sind sie also so in den späten Teenie-Jahren. Da gibt es eine erste Fernsehreportage auf Stade 2, das ist ein großer Fernsehsender in Frankreich. Und es gibt auf dem YouTube-Kanal von David Bell so eine privat abgefilmte, mit so den ersten VHS-Kameras abgefilmte Trainingssession. Das nennt sich da Parkour History. Wir packen die Links in die Beschreibung, könnt ihr einfach mal drauf gucken. Es ist tatsächlich so, da ist man am nächsten dran, auch visuell an dem, was damals im Grunde niemand kannte, und mit Stade 2, mit diesem Beitrag tatsächlich so, dass langsam anfing, auch anderen Leuten bekannt zu werden. Ja, sollte man sich wirklich reinziehen, falls man das nicht kennt. Für uns von damals natürlich, als es vielleicht sogar noch nicht mal YouTube gab, als wir angefangen haben, waren diese alten Fernsehberichte, die man dann sich irgendwo herbesorgt hatte im Internet, die erste Quelle, um Techniken zu sehen oder irgendwie einen Zugang zu bekommen, worum es da eigentlich geht oder was die so sagen. Ich kann zum Glück auch Französisch, so, wenn man es nicht mit Untertiteln gefunden hat, war das auch nochmal wichtig auch zu verstehen, was die überhaupt sagen. Ja. Und das ist Magic eigentlich, sich das anzugucken. Ich finde, was man hier an dem Punkt auf jeden Fall auch nochmal herausstellen kann und auch muss, ist, dass diese Pionierleistung, die gebracht haben, nicht hoch genug gewertet werden kann, aus meiner Sicht. Also weil es gab halt keine konkreten Vorbilder für das, was sie da getan haben. Sicherlich haben wir gesagt, sie hatten ihre Inspirationspunkte, ihre Inspirationsfiguren, hauptsächlich aber so ausgedachte, fantasiemäßige Dinge, ne? Also Dragon Ball, mit dem dicken Schildkrötenpanzer irgendwie die ganze Zeit mit Extragewicht trainieren, und das haben die gemacht. Also die haben sich eben diese Extragewichte geholt und die haben 24 Stunden lang durchtrainiert, einfach nur um zu gucken, ob es geht, und die haben quasi aus nichts was unglaublich Reichhaltiges gemacht, wovon wir heute immer noch profitieren können. Ja, irgendwie ist es wirklich fast schwer zu begreifen und fast schwer zu erklären. Also wir beide könnten uns natürlich stundenlang unterhalten, aber wir wollen jetzt natürlich den ersten Teil mal ein bisschen abschließen. Aber trotzdem muss man es versuchen, irgendwie nochmal zu sagen, es scheint so naheliegend zu sein, auch jetzt, wenn man sozusagen, nachdem die diesen Schritt gegangen sind, diese Bewegung sieht und auch sieht, wie Bewegung in Filmen, in Computerspielen, alles hat sich verändert, nachdem diese Jungs angefangen haben, das mal wirklich zu machen, was eben in Filmen oder selbst in Zeichentrick gemacht wurde. Und das wirkt so, als wäre vorher wie so eine Glocke vom Gesicht gewesen, dass man nicht gesehen hat, was für Möglichkeiten da überall sind. Ja. So. Und diese einzelnen Menschen sind diesen Schritt gegangen und haben damit wirklich, wirklich, wie ich gerade nochmal versucht habe zu betonen, alles verändert, was irgendwie mit Stunt, Bewegungskultur, hartem Training und so zu tun hat. Das ist so faszinierend und eben auch mein Leben so krass beeinflusst und geprägt. Wir hatten ja zu diesen Parkour One Experience Workshops, hatten wir ja Sho und auch Sebastian, auch schon in Berlin. Und bei Sho war ich dabei. Und das ist ja gerade mal jetzt 2 Jahre her oder 2,5. Und da war es auch wieder so, dass der erste Tag des Workshops hat angefangen mit einem Little Warm-Up. Und das Little Warm-Up ging 5 Stunden. Ja. Also 5 Stunden. Also 5 Stunden mit, wenn es sein muss, mal eine Trinkpause dazwischen. Wenn es sein muss.
So. Und dann nochmal 3 Stunden, danach nochmal Technik und Training. Und am nächsten Tag ging es nochmal ein paar Stunden weiter. Und es ist unglaublich, ne, was die auch heute noch in der Lage sind, physisch zu leisten und wann die damit angefangen haben und was die alles gemacht haben. Und das ist die eine Seite, dieses extreme physische, auch die Leistungsfähigkeit und das, was die sich draufgedrückt haben, regimetechnisch. Also da spricht man eben dann wirklich von einem Trainingsregime aus meiner Sicht. So, das ist extrem stringent und auch vielleicht aus sportwissenschaftlicher Sicht noch nicht mal vernünftig, was die machen, aber es scheint zu funktionieren, weil sie sind immer noch am Start, viele von ihnen zumindest. Und worauf ich aber auch nochmal hinweisen will, diese ganzen Grundbewegungen, die wir haben in Parkour, die jetzt natürlich extrem weiterentwickelt werden von all den Leuten, die draußen unterwegs sind, die ganze YouTube-Kultur, ob ich den Sprung jetzt noch mit 2 Drehungen mehr mache oder ob ich ich kann immer noch was dran packen, aber dieses puristische von einem zum nächsten und für bestimmte Hinderniskonstellationen so Basis-Grundtechniken entwickeln, das haben sie gemacht, das hat ihnen vorher niemand gezeigt. Also alles, die ganze Basis, mit der wir heute immer noch arbeiten, mit der auch die ganzen YouTube-Stars, die mit Parkour unterwegs sind, wenn man sich die Story-Videos anguckt, man kann bei jeder Bewegung die Basis runterbrechen und die kommt von denen. Und das finde ich auch, das ist super spannend und ich glaube, das ist ihnen auch in der Form gar nicht so klar gewesen, als sie da angefangen haben und auch später, als sich das weiterentwickelt hat, was die da eigentlich für einen Grundstein gelegt haben auf so vielen verschiedenen Ebenen. Und spannend eben diese Menschen jetzt zu sehen, im fortgeschrittenen Alter, wie sie sich bewegen können, wie sie sind. Und wenn man sie trifft, auch spannend zu sehen, wie sehr doch ihre Persönlichkeit auch in ihren Bewegungen steckt. Ja. Also wie sehr Jan Notre wirklich genauso ist. Es ist sein Mindset, was er da für sein Terrain gebracht hat. Und wenn man dann Sebastian Foucault begegnet, wie sehr er sein Mindset eben da reingebracht hat, wie spielerisch er ist, wie lustig er ist. Und ja, und auch für David gilt natürlich das Gleiche, genauso wie für Sho, wo man auch diese asiatische Kultur, finde ich, merkt, den Einfluss der asiatischen Kultur ganz stark merkt. So. Das ist einfach nur so spannend. Also zieht's euch alles rein, was es an Dokumenten gibt. Genau. Wir machen hier einen Break und beim nächsten Mal geht's weiter mit dem zweiten Teil der Geschichte, der deutlich kontroverser ist als der erste schöne. Bin so gespannt. Und was wird wohl passieren? Und auch nochmal sehr stark gespickt ist mit Side Notes und mit coolen Videos und Dokumentationen, die es allemal wert sind, dafür Zeit zu investieren, sich die anzugucken. Bis hierhin jetzt mal danke für die Aufmerksamkeit und bis später. Thank you. Ja, das war jetzt ein bisschen länger als eine halbe Stunde, mein Bruder. Jo? Nee, das ist genau eine halbe Stunde. Geil.